Finally, first German event. Was für ein Tag, besser geht's nicht. Can you make it onto the podium? Oh fuck, so I guess this is the end of the session, no? Could be the end of a lot. Buongiorno. How do you say welcome to Germany? Willkommen. Today we're here. So 3 boats in the water today. Plan for today is a beautiful training day, first day training here in Sassnett. Breeze is beautiful, the sun is out. Felt like we got a kick in the teeth in Portsmouth a little bit. Pretty terrible weekend overall here in Portsmouth. We've been working hard in between events, a few days training here before racing, so we've got lots of things to work on out on the water. So we'll do that, yeah, hopefully come good by weekend. Der Wassertank leer. Wo haben wir denn hier einen Wassertank? Schweine. Heute haben wir, ganz cool eigentlich, wir segeln gegen die Brasilianer, mit den Brasilianern zusammen. Den ganzen Tag auf dem Wasser, das heißt wir haben direkten Vergleich mit den Manövern, mit den Starts. Na endlich, jetzt geht's. Wir haben nach Portsmouth ja recht viel analysiert, gucken, dass wir jetzt möglichst viel rausholen aus den Tagen, sodass wir mit den Starts vor allem deutlich stärker werden. Sehr gut eigentlich. Richtig schöner Tag hier in Sassnitz, die Sonne scheint, es ist Wind, flach Wasser, 3 Boote am Trainieren, könnte nicht besser sein. And then once the wind is settled enough, we can go straight into the start. Ich glaube, wir haben einen guten Tag hinter uns. Wir haben natürlich ein bisschen Herausforderung gehabt, war ein bisschen weniger Wind letztendlich, vor allem am Anfang des Tages als vorhergesagt. Dass wir in diesen Bedingungen, wo es wechselt von den Foils runter, wieder auf die Foils rauf, möglichst alle Positionen in eine Linie kriegen. Alle wissen genau im Detail, was sie tun. Und wir haben auch schon an der Mole viele Leute gesehen, die zuschauen, die jetzt schon, ich meine, jetzt ist noch eine Woche hin, die jetzt da schon stehen und dem ganzen Geschehen folgen. Die Boote sind eben einfach beeindruckend anzugucken und deswegen begeistern sie auch so viele Menschen. War ein geiler Tag, bisschen puffy, also hier kommt eben, wenn ablandiger Wind ist, dann kommt der direkt irgendwie so durch die Hügel und Häuser hier durch und da war es schon ganz schön on and off und hat viel gedreht, aber das ist ja Teil des Spiels bei uns, deswegen hat es hat Spaß gemacht. Wow, I think it's the biggest morning meeting we've had so far, possibly. Yeah? Finally, German event, first German event. I'm really excited about it. The grandstands are there. We have to cross a little bit fingers on good conditions for the weekend. For us, it's very special to have 4 training days. We had a good day yesterday, good breeze, and today is a little lighter. Yeah, hands in the wheel, gang. A lot of hands. It's a long week, but we're in Germany, so we're going to start with a diesel engine, let it spin slowly, and by the weekend the TDI will have kicked off. So, 2, 3, bah! Wir sind gerade auf dem Weg aufs Wasser, leichter Wind. Mal schauen, ob wir ins Feulen kommen. Wir trainieren heute Leichtwindsegeln. Hier ist nicht genug Wind zum Foilen, aber wir haben hier eine Trainingsgruppe mit ein paar anderen Teams und üben jetzt den Start. It was super light winds. We actually started the day in 3-up configuration, like we saw in New York for the first time. Super light. We did some starting, we did some straight lines. Hopefully it's not quite so light this weekend, but if it is, we've done some practice. We have already 2 training days in the bank and we have another 2 training days ahead of us. I think today looks really promising conditions. The forecast is still unsure for the weekend, but there could be some easterly winds on the weekend as well. 2, 1, wait! Läuft gut, Morgenroutine, einmal die Winschen hier, Gangwechsel heute. Gestern war wenig Wind, also hatten wir große Gänge drin. Heute ist mehr, deswegen nehmen wir jetzt wieder auch kleinere. Daily Routine. Gestern war eigentlich ganz cool, auch wenn es langweilig aussieht. Es sind auch viele Rennen bei den Bedingungen und deswegen ist es schon ganz gut, die Rennen so zu trainieren. Heute ist ein bisschen mehr Wind. Wir haben wahrscheinlich so 10 bis 12 Knoten auflandig, also ein bisschen mehr Welle auch.
We've got a really long session today, so 4.5 hours sailing, which is very long in my world because it's a very high concentration job, but we're always asking for more training time of SailGP, and today we're getting it, so really happy. You always want to train in those most difficult conditions, so on race day it feels a bit easier. Jetzt geht's los aufs Chaseboot und dann auf den F50, der liegt da hinten und dann 4,5 Stunden segeln. Yay! Sehr schön hier zu segeln. Normalerweise segeln wir ja in großen Industriestädten wie LA zum Beispiel. Und hier, wenn man sich dann umdreht und hinter den Booten dann einfach nur den Wald oder auch die Kreidefelden sieht, ist schon sehr schön. Was für ein Tag. Champagne, Alter. Besser geht's nicht. More goes not. Wir haben hier ein paar andere Boote drauf und macht Trainingsrennen. Also hauptsächlich Fokus auf den Start. Mehrere Starts und dann aber einen verkürzten Rennkurs, um so viele Starts wie möglich zu üben. War ein geiler Trainingstag, wir hatten richtig gute Bedingungen. Bisschen wellig, aber das hat es interessant gemacht. 4,5 Stunden Training. Ich glaube, so gut wie alles aus dem Tag rausgeholt. Jetzt haben wir viel Videomaterial, das heißt, wir können auch zu Hause weitermachen. Ja, viel analysieren. Ich glaube, morgen wird es ein bisschen leichter und Richtung Wochenende soll es auch leichter werden. Today was epic. Perfect conditions, following all day, bit of racing with the rest of the fleet, and yeah, real productive day for the team. Long, 4.5 hours flying the boat, a lot of starts, a lot of laps, choppy, decent wind, so long day of concentration, but sailed pretty well, very happy, yeah. Wir haben eben ein bisschen gesegelt, Marginal Foiling Bedingungen, Anna steuert gerade. Ich bin das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben während einer Segelsession hier auf dem Motorboot. And you take the wing sheet when we're straight lining and just get the heel locked in and maybe get the boat flat. Ganz schön wenig Wind, aber das Beste draus gemacht. Trotzdem so, dass wir ab und zu foilen konnten. Heute war relativ wenig Wind, deswegen sind wir nur vorab gesegelt, was für uns natürlich beide enttäuschend ist, weil wir da den ganzen Tag auf dem Schlauchboot verbracht haben. Aber unsere Trainingseinheit reinzukriegen, haut Felix jetzt eine Stunde am Chor raus, danach übernehme ich und da kommt man wenigstens einmal ins Schwitzen am Tag. Ja, die war die Tour. Unsere Teambase ist gerade noch frei, unser Boot darf nicht rein, denn da findet gleich die Siegerehrung der internationalen deutschen Meisterschaft im inklusiven Segeln statt. Wir haben viele Ehrengäste da und natürlich die Segelteams. Ich glaube, das wird ein schönes Event und mal schauen, wer die Sieger sind. Wir hatten die Idee, die Veranstaltung hier zu machen. Und es war für mich klar, es ist nicht nur ein Projekt, was man unterstützen sollte, sondern ein Projekt, was man einfach zusammen machen sollte. Und wir haben das heute hier gesehen, die Stimmung war großartig. Ja, ich bin dann stolz drauf, dass wir hier die deutsche Meisterschaft ausrichten konnten. Wir sind wir! Guten Morgen. Pressekonferenz steht an. Ich glaube, endlich mal wieder mit allen zusammen. Good morning. Good morning. Hey Eric, how are you? Hey, do you play golf? Yeah. Today. What's your handicap? Not good. Around 18. You don't get enough practice time. Yeah, we played in Bermuda last time. 29. Tomorrow, 12 national teams will go head-to-head, racing up to hopefully 100 kilometers per hour. I just learned that tomorrow is already sold out. There are just a few tickets remaining for Sundays. Driver for the Germany SailGP team, Erik Heil. In SailGP, you're competing against the best in the world. You're among them, but we've not yet seen those results here. Home crowds, the advantage Germany needs to perform, maybe? I mean, that would be epic. You know, we had it last year 2 times, 1 point to the final, even as a new team. There's always a chance, and we hope we can make it here. Can you make it onto the podium this weekend, maybe? Yeah, we hope, sure. Fizzing, really fizzing. It's been a good week so far. We had great conditions, some light days, some stronger days.
Gut, wir sind gerade aus der Pressekonferenz raus. Heute ist sogar ein bisschen Wind angesagt. Wir haben so 10, 12, 13 Knoten vorhergesagt. Aus der Windrichtung, die wir auch morgen haben werden. Vorhersage für Action, Hardcore Racing. Und wir machen uns bereit. Geil, es ist jetzt gleich 2 Uhr, nee 1 Uhr, ich weiß es gar nicht. Dockoff, kommt gerade der Wind, setzt gerade ein, der Westerlies. Perfekt zum Racing, die Sonne scheint, könnte nicht besser sein. Practice Day, heute 2 Rennen, eventuell und Final. Wir sind Split Fleets, sprich 6 und 6 geteilt, was ganz angenehm ist für den ersten Tag zum Reinkommen. Guter Wind, mehr als vorhergesagt. 40 seconds. Best in this angle. Back that way. Back. Oh fuck. Stay high. 2, 1, 4. This is the race committee. We are RAG status red. Please stop sailing. Yeah. I saw a foil flying through the air. Yeah, Brazil's wing is down. Yeah, Brazil is without a wing. Brazil has broken the beams. Holy shit, hopefully so. So I guess this is the end of the session, bro? Could be the end of the week. Could be the end of a lot. This is the race committee. There will be no more racing today. Wir waren hier gerade beim ersten Rennen am Freitag. Der Wind hat deutlich mehr zugenommen als gedacht. Wenn du rüberschwenkst, siehst du, dass da nicht mehr viel vom Boot übrig ist. Aber allen Seglern geht's gut. Da stehen 6 Leute und das Boot, keine Ahnung. No good news. Ziemlich chaotischer Nachmittag. Es war ziemlich windig. Bei den Brasilianern das tragendes Bauteil gebrochen. Das erste Mal jetzt in der Geschichte von SailGP und F50s. Der vordere Beam ist gebrochen. Schwerwiegender Schaden. Nicht gut. All very bad thoughts. Just happy everyone's okay. Bit scary, to be honest. I think the conditions here got a little bit out of hand pretty quick. I don't think the boat should be breaking that easily. It's pretty scary. Es ist auf jeden Fall nicht beruhigend, dass wir in letzter Zeit so viele Vollzerstörungen haben der Boote. Aber erstmal happy, dass keiner zu Schaden gekommen ist. Also richtig Action heute. The home team is in first place now. Ja, sieht gut aus. Turns out we just needed a home crowd.